Das Kanji-Zeichen für Hiro bedeutet Level Designer, geboren 28. Dirndl, Kartoffel, das finde ich einfach klasse. Einfach japanisch. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute geht es um das zweite Q&A-Video. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken bei euch allen, da dieser Kanal Einfach Japanisch mittlerweile seit einem Jahr gibt. Ja, ein Jahr. 365 Tage und noch ein bisschen länger. Ja, so lange habe ich überlebt. Mit ganz vielen Videos und unendlich vielen Kommentaren von euch. Da bin ich wirklich dankbar. Habt ihr toll gemacht. Also ich finde es auch echt klasse, dass ich auch den Kanal so lange weitermachen konnte. Also hätte ich auch eigentlich nicht gedacht. Anfangs dachte ich ja auch immer, das wäre schon okay, wenn ich vielleicht mal ein Video pro Monat dann irgendwie erzeuge und ganz langsam mal antaste, was überhaupt YouTube ist, wie ich dann überhaupt weiterkomme. Aber so wie es aussieht, bleibe ich bei meinem Tempo und ich bin froh, dass ihr immer wieder hier seid. Und auch nochmal danke, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Hätte auch nicht gedacht, dass ich so viele bekomme. Einige Fragen waren doppelt, dreifach, vierfach, fünffach oder zehnfach. Bei einigen Fragen musste ich auch schon ein bisschen schmunzeln. Vielleicht sind die Antworten aber nicht so cool, aber das werdet ihr schon sehen. Hoffentlich gefällt euch das. Los geht's. Darf ich das Video beginnen? Ja, mit der Frage hast du das Video eröffnet. Was ist deine Blutgruppe? Meine Blutgruppe ist 0. Auf Japanisch wäre das O-Gata. O. Wie alt bist du? Wie ist dein Geburtstag? Geboren am 28. Oktober 1900. Der Rest kommt später. Fühlst du dich mehr japanisch oder deutsch? Komplett japanisch. Ich bin auch ein Japaner und ich denke, ich bleibe auch für immer ein Japaner. Nur mit dem Unterschied zu den anderen, dass ich dann Japan und Deutschland halt von innen und auch von außen sehen kann. Und wie geht's dir zurzeit? Top. Dank euch. Wo in Japan kommst du her? Nara. Eine Präfektur neben Osaka. Sehr viel Grün, sehr viel Tempel und unglaublich schöne Location vom Kirschblüten zu sehen. Yoshinoyama. Googeln, checken, irgendwann besuchen. Auch sehr nice im Herbst. Machst du Sport? Hattest du mal Kampfsport gemacht? Wenn ja, welche Art? Also früher ganz viele unterschiedliche Kampfsportarten, wie zum Beispiel Capoeira, Taekwondo, Wing Chun. Ansonsten auch so bestimmte Arten von Selbstverteidigung, aber nichts richtig ernst mittlerweile. Und aktuell heißt es dann einfach nur Fitness. So ein bisschen Laufen, ein bisschen Krafttraining, um mich dann so ein bisschen gesund zu halten. Immerhin kann ich sowas. Noch immer funktioniert. Welche Bedeutung hat dein Name? Magst du deinen Namen? Das Kanji-Zeichen für Hiro bedeutet großherzig, nicht kleinlich oder reichhaltig. Mir gefällt der Name auf jeden Fall sehr, abgesehen davon, dass das eigentlich in Japan kaum jemand beim ersten Mal lesen kann. Muss ich schon öfter korrigieren. Viele gehen auf Yu. Kannst du zeichnen? Also die ganzen Kanal-Icons sind meine höchste Leistung, also sowas. Wenn ich mir viel Mühe gebe, kommt auch sowas raus, aber das ist ja halt nicht meine Zeichnung, sondern das ist ja eigentlich nur abgezeichnet, abgeguckt. Was ist deine Lieblingssüßigkeit aus Japan? Black Thunder und Black Thunder und vielleicht Black Thunder. Was ist dein Lieblingsfeiertag in Japan? Das Neujahr finde ich prinzipiell nicht schlecht, weil man da einfach 3 Tage komplett frei hat. Also 1., 2. und 3. Januar ist frei in Japan. Und den Feiertag, den ich überhaupt nicht mag, ist Valentinstag. Warum? Schaut ihr euch das Video Valentinstag an. Entweder oder, Teil 1. Kartoffel oder Reis? Reis. Honigmelone oder Wassermelone? Wassermelone. Chips oder Schokolade? Schoko. Onigiri mit oder ohne Nori? Mit. Katze oder Hund? Katze. Muss ich nicht spazieren gehen. Tapioca oder Popping Boba? 100% Tapioca. Und zurück. Wie feiert man Geburtstag in Japan? Als Kind so ein bisschen ähnlich wie in Deutschland, also man lädt dann halt ganz viele Kinder ein und spielt zusammen. Aber als Erwachsener feiert man das in kleiner Gruppe. Und der Unterschied ist, dass nicht das Geburtstagskind andere Leute einlädt, sondern das Geburtstagskind wird dann von den anderen eingeladen. Also wenn ich dann zum Beispiel mit irgendwie, sagen wir mal 3, 4 Leuten essen gehe zum Feiern, muss ich dann nichts bezahlen.
Und hier ist es ja so, dass ich dann bezahle, weil, ja, quasi so als Gegenleistung, dass ich die Leute mitgenommen habe, damit sie mich feiern. Gibt es auch schlechte Seiten von Japan? Natürlich hat jedes Land nicht nur gute Seiten, sondern auch schlechte Seiten. Für Japan ist ja auch zum Beispiel so, dass mit der Arbeitszeit, dass man da erwartet, dass viele Leute sehr viel arbeiten, teilweise auch Überstunden machen, die auch nicht ausgezahlt werden. Sind die Arbeitsbedingungen in Japan wirklich so extrem? Kommt wirklich auf die Firma an. Also manche Firmen sind wirklich weiterhin so hirntot und denken, dass lange Arbeitszeit gleich auch eine tolle Leistung ist. Und wenn die Vorgesetzten bleiben, dürfen die Untergeordneten auch nicht raus aus der Firma. Das ist folglich, alle bleiben einfach da und machen irgendwie nichts in der Firma. Das ist absolut blödsinnig, ineffizient, dumm. Aber das ändert sich auch zum Glück mit der Zeit, dass halt dann nicht so viele Leute wegen, ja, Überarbeitung sterben. Also Karoshi war mal halt ein riesengroßes Thema gewesen. Also manchmal wird auch über Karoshi berichtet. Bei einer großen Werbeagentur war das auch letztens der Fall gewesen. Und dann wird das Thema auch wieder halt in Medien stark thematisiert. Und einige Firmen versuchen oder kriegen es auch hin, danach ihr Arbeitsklima zu verbessern. Aber manche bleiben so, wie sie waren. Aber zum Glück wird es immer weniger. Also nach und nach geht Japan auch da, ja, halt in die bessere Richtung. Kannst du mal in Zukunft Vlogs drehen, wenn es geht in Japan? Auf jeden Fall. Also wenn ich nicht irgendwie plötzlich zurückfliegen muss, mache ich es gern. Also beim nächsten Mal mache ich es auf jeden Fall, versprochen. Beziehungsweise ich habe schon mal gemacht, aber das nächste Mal wird ein bisschen länger und mehr, weil es hat mir auch Spaß gemacht. Aber erstmal mache ich dann noch so wahrscheinlich weitere Vlogs in Deutschland. Warum bekomme ich keine Antwort auf meine Warum übersetzt du nichts für mich? Also ich bekomme sehr viele Anfragen, E-Mails, Direct Messages und Kommentare und ich kann nicht auf allen eine Antwort schreiben. Es ist halt so, dass Sachen runtergehen können. Unter den ganzen Nachrichten heißt es auch sehr oft, übersetzt du mal dies und jenes, was wird in dieser Szene gesagt? Stimmt das so? Kannst du mir dies und jenes auf Japanisch sagen? Am besten auch noch sprechen oder Videochat machen. Das mache ich in der Regel nicht, weil das auch meine Arbeit ist. Wenn das ein Auftrag ist, gerne, aber sonst eher weniger. Hoffe, das versteht ihr. Wie findest du YouTuber, die was Falsches über Japan, Japanisch beibringen? Traurig, aber man kann es ja auch nicht verbieten. Ich meine, viele davon denken, dass es irgendwie richtig ist, weil sie haben es mal irgendwo gehört oder so und finden es witzig und erzählen das einfach weiter, ohne nachzuforschen oder zu überlegen, ob das überhaupt stimmt. Sowas passiert, lässt sich nicht ändern, aber auf jeden Fall wäre es gut, wenn ihr sowas hören solltet, wenn ihr dann auf jeden Fall nochmal recherchiert, um zu checken, stimmt das überhaupt, was gesagt wurde? Ist in Japan oder auf Japanisch wirklich so? Gute Serien, um Japanisch zu lernen, außer Anime. Kommt natürlich auf das Interessengebiet an, aber meine Favoriten wären so japanische Serien wie Nigehaji, Nigeru wa Haji da ga yaku ni tatsu, Kekkon dekinai otoko oder auch Nodame Cantabile. Das sind halt Serien ohne Krimi-Elemente und mit relativ leichterer japanischen Sprache. Nur da braucht man schon ein bisschen Vorwissen, da ich denke, dass diese Serien auch nicht ins Englische oder Deutsche übersetzt wurde. Aber man kann da auch Untertitel einschalten und auch ein bisschen checken, nachschlagen, was da gesagt wurde oder was da steht. Und es hilft auch auf jeden Fall, das Gesprochene selbst nachzusprechen. Ob man verstanden hat oder nicht, ist egal, aber dadurch wird das Gehör und die Aussprache besser. Das Nachsprechen ist immer gut. Und die Handlung dieser 3 Serien sind einfach klasse, finde ich, also für meinen Geschmack. Worum geht's? Ja, das wollt ihr gerne wissen, aber dafür gibt es das Internet. Nigehaji und Nodame Cantabile sind ursprünglich Manga-Serien, aber die Umsetzung ist klasse. Ansonsten finde ich auch klasse die Serien, die auch schon ins Deutsche übersetzt wurde, also wie zum Beispiel Die Stadt, in der es mich nicht gibt. Ich glaube, das heißt einfach nur Erased. Und was ich auch persönlich empfehlen kann und gerne gesehen habe, war die Serie Dealy, D-E-L-E geschrieben, basiert auf einem japanischen Roman, gibt es eigentlich auf Netflix, aber nur mit japanischem Zugang, also mit VPN zum Beispiel. Wie schaffst du es, so unglaublich fantastisch zu sein? Wie alt bist du? 44, geboren 28. Oktober 1976, 76er Jahrgang, Skorpion.
Blutgruppe 0. Ein Jahr YouTube überleben auf Deutsch ist ziemlich einfach, oder? Auf YouTube überleben und die japanische Sprache ist ziemlich einfach, oder? Und da muss ich euch auch fragen, einmal Daumen hoch und den Kanal abonnieren ist auch ziemlich einfach, oder? Wo bekomme ich das Shirt? Gibt es Merch? Also auch da habe ich viele Anfragen bekommen und ja, das könnt ihr jetzt bestellen. Einfach diesen QR-Code scannen oder zum Link unten in der Beschreibung. Also eine Seite vom Spreadshirt. Könnt ihr kaufen, wenn ihr Bock habt und wenn ihr das toll findet. Müsst ihr natürlich nicht tun. Entweder oder Teil 2, Yin oder Yang. Ich Yin, andere Yang. Manga oder Anime. Manga. Ich kann das Tempo selber bestimmen. Sommer oder Winter. Sommer, aber ich mag den Weihnachtsmarkt. Dragon Ball oder Naruto. Dragon Ball. In Japan leben oder in Deutschland. Aktuell Deutschland, vielleicht später Japan, vielleicht später nochmal Deutschland. Das wechselt immer je nach Phase. Blond oder brünett. Brünett. Und zurück. Machst du YouTube mittlerweile hauptberuflich oder machst du auch was anderes? Es ist noch weit, weit entfernt von hauptberuflicher Tätigkeit. Das ist auf jeden Fall meine Nebenbeschäftigung, die ich aber gerne mache. Dafür setze ich schon ja mehrere Stunden ein. Also geht dann bis zu, ja wenn es dann richtig lange dauert, bis zu 20 Stunden die Woche für YouTube, Instagram und TikTok. Aber es macht mir Spaß. Und um das als hauptberufliche Tätigkeit zu machen, dafür habe ich dann zu viele andere Sachen, die mir auch Spaß machen. Was ist dein Beruf? Was machst du sonst noch so? Dolmetscher, Übersetzer, Game Designer, Level Designer, Manager und ein paar Kleinkram. Als Level Designer, ich meine, vielleicht interessiert euch auch sowas, aber ihr könnt auch mal probieren. Das Spiel Freeze gibt es auf iOS oder auf Google Play und Teil 1 kostet gar nichts. Die Hälfte der Levels sind von mir. Bei Freeze 2, bei der Fortsetzung, ist es komplett von mir. Wurde auch beim Deutschen Computerspielpreis nominiert. Ich glaube vor 5 Jahren. Aber nur nominiert. Top 3, aber nicht gewonnen. Kann man dich privat als Dolmetscher auch in Japan buchen? Was würde zum Beispiel 2 Wochen kosten? Also genaue Summe kann ich dir hier so nicht sagen, aber das wäre kurz gefasst so Verpflegung plus Honorar. Und du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, die findest du halt auf der Kanalinfo. Was ist dein kuriosester, denkwürdigster Einsatz als Dolmetscher? Das Bringen gewisser Gruppe von hohen Leuten zu einem Etablissement gewisser Dienstleistung. In der Wartezeit hatte ich auch ein Gespräch mit einigen der Dienstleister und konnte auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen erfahren, die ich vorher nicht gewusst habe. War ein neuer Kontakt mit einer ganz anderen Welt. Das war sehr interessant. Gibt es Sitten oder Angewohnheiten von Deutschland, die du sehr schätzt? Da würde ich sagen, das Urlaub nehmen. Also das Ein- und Ausschalten sozusagen vom Privatleben und Arbeitsleben. Einschalten, richtig arbeiten und dann ausschalten und dann heißt es komplett Feierabend oder man nimmt dann einfach 4 Wochen Urlaub. Das finde ich einfach klasse. Nicht, dass ich es gemacht habe. Eigentlich denke ich ja, ich müsste es eigentlich machen. Ich müsste dann wieder mal irgendwie eine komplette Woche frei nehmen oder 2 Wochen. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich gemacht habe. Also weiß ich auch nicht so richtig. Noch habe ich vor, mindestens eine Woche komplett frei zu nehmen. Theoretisch. Will ich machen. Im Ernst. Typische Vorurteile von Japanern über Deutsche. Oktoberfest, Dirndl, Kartoffel, Auto. Ansonsten meinen viele, dass Deutsche einfach ernst und aufrichtig sind. Sind Japaner generell unfreundlich? Natürlich nicht. Nee, also es gibt natürlich solche und solche Leute, aber in der Regel sind sie freundlich. Auch wenn sie ja anfangs vielleicht distanzierter sind. Hast du mal wegen deiner Herkunft Diskriminierung erlebt? Ich mag es zwar nicht sagen, aber sehr häufig. Unabhängig davon, Großstadt oder Kleinstadt, also auf den Dörfern etwas häufiger. Und in den Großstädten auch hin und wieder, unabhängig von der Gegend. Es gibt schon Leute, die mich dann grundlos anschreien, weil ich einfach nicht deutsch aussehe. Punkt. Also es gibt dann natürlich 1000-mal mehr Leute, die einfach anständig und freundlich sind. Sehen Deutsche in dir immer den Japaner und nicht deine Individualität? Also anfangs auf jeden Fall ja. Also es gibt auch weiterhin viele Leute, die dann zu mir ankommen und sagen, verstehen Sie mich?
Soll ich langsam sprechen? Also mit dem Ton sprechen manche Leute mich schon an und denken auch nicht, dass ich dann einigermaßen gut Deutsch kann. Aber ja, nach einer Zeit ist es dann so, dass sie mich dann als Person sehen und nicht als der Ausländer oder der Japaner oder der Asiate. Für einige sind ja Asiaten immer noch irgendwie gleich, die kommen ja alles aus meinem Fleck da hinten. Also kurz, anfangs ja, später nein. Was sind deine Lieblings-Online-Games? Spielst du lieber am Smartphone oder an einer Konsole? Also auf dem Handy eher weniger, weil ich dann einfach nicht mit dem virtuellen Steuerelement zurechtkomme. Ich brauche was Physisches. Und mein Lieblings-Online-Spiel wäre ja, Final Fantasy XIV oder Splatoon. Splatoon 2 spiele ich immer noch, auch wenn mich das teilweise sehr frustet. Magst du japanische Musik? Wenn ja, welches Genre? Welche Künstler? Ja, also oft auch Instrumentale, so wie Piano Jack oder auch Hitorie. Entweder oder Teil 3, Karage oder Gyudon? Mittlerweile Gyudon. PS5 oder Switch? Die Switch. Auf der PS5 gibt es aktuell zu wenig Spiele. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein, nein, niemals, definitiv nicht, nein. Sushi oder Ramen? Warum? Sushi. Ramen liegt mir manchmal zu schwer im Magen bei bestimmten Sorten wie Tonkotsu. Japanisches oder deutsches Klima? Also wenn ich das Hamburger Klima als Referenz nehmen darf, muss ich sagen japanisches Klima. Futon oder Matratze? Matratze, Bett, klasse. Und zurück. Wieso gibt es nur so wenige Japaner im Ausland? Düsseldorf gehört zu den 3 Städten mit den meisten Japanern und selbst da sind es nur 8000. 8000 Japaner in einer Stadt finde ich schon eigentlich sehr, sehr viel. Ich meine, Düsseldorf hat 620.000, so um den Dreh. Und es sind 8000 Japaner. Das heißt dann, es sind 77, also jeder 77 oder 78. Person ist aus Japan. Und das ist schon sehr viel. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Deutsche zum Beispiel in Japan wohnen. Japan hat 125 Millionen Leute oder so und nur davon 8000 sind deutsch. Und das ist ein Unterschied, oder? Wenn man das vergleicht, sind 8000 in einer mittelgroßen Stadt schon sehr viel. Willst du die Super Nintendo World in Osaka besuchen? Unbedingt. Auf jeden Fall. Das ist ein Muss. Wie denkst du über die Zukunft von Japan bezüglich der niedrigen Geburtenrate? Was könnte der Grund dafür sein? Da gibt es natürlich ganz viele Gründe. Also natürlich ist es auch so, dass vor zig Jahren, als die Geburtenrate noch hoch waren, etwas weniger Frauen sozusagen gearbeitet haben. Und das ist ja jetzt Standard, dass auch beide arbeiten gehen. Und das System ist auch nicht ganz korrekt. Also nicht wirklich das theoretisch vorhandene System, sondern ja die Arbeitsumgebung. Besonders bei älteren Firmen wird auch nicht gern gesehen, dass jemand sich dann wegen der Geburt, ob Mann oder Frau, halt ein Jahr frei nimmt. Und viele müssen ja auch aus der Firma dann gehen. Heißt dann auch, dass die Geburt oder die Schwangerschaft eventuell zum Risiko wird für die Karriere. Und bis sich das nicht ändert, wird es schwierig bleiben. Das sind so die groben Gründe der niedrigen Geburtenrate. Also es gibt noch 1000 andere Gründe, aber das wird viel zu lang hier. Welches Restaurant kannst du in Hamburg empfehlen? Takumi, Momo-Ramen, Hokkai mag ich. Aber dazu gibt es bestimmt irgendwann Vlogs später. Kannst du mal das japanische Parteisystem erklären? Man findet nur wenige Infos dazu im deutschen oder englischen Raum. Das ist schwierig hier ganz kurz zu fassen. Vielleicht irgendwann mal ein eigenständiges Video. Mal sehen. Werden Einreiseregeln bis zur Kirschblütenzeit gelockert? Bestimmt. Ich kann es nicht bestimmen, aber es wird bestimmt gelockert. Also die Impfquote in Japan steigt ja auf jeden Fall deutlich schneller als woanders. Und ich denke mal, dass sich die Lage auch dann sehr schnell beruhigen wird. Welche Jahreszeit empfehlst du für eine Japanreise? Nicht unbedingt Sommer beim ersten Mal. Also mit Pech hat man irgendwie 38 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit, also wie im Tropenhaus. Das macht einen richtig fertig. Gibt es in Japan noch starke Dialekte? Ja, es gibt auf jeden Fall Dialekte, mit denen ich überhaupt nicht zurechtkomme und ich auch eigentlich kein Wort verstehe, wenn sie richtig schnell sprechen. Könntest du dir vorstellen, auch Online-Unterricht zu geben? Also diese Frage bekomme ich sehr häufig, aber ich habe keine Kapazitäten dafür.
Wann gibt es ein Fan-Treffen? Wollt ihr wirklich sowas machen? Und ich meine, es ist doch bestimmt so, wenn ich dann so hingehe, stehe ich alleine da und ihr beobachtet mich aus der Ferne und nimmt es auf und packt das auf YouTube oder TikTok hoch. Richtig? Wie lange bringst du uns noch rund um Japan bei? Solange das soziale Netzwerk existiert. Das war mein zweites Q&A-Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich war es auch nicht so einfach, alle Fragen zu nehmen. Ich meine, mir fiel auch schwer, die Fragen überhaupt auszusortieren und auszuwählen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich konnte auch sehen, wie sehr ihr den Kanal schätzt. Das machte mich echt glücklich. Ein Jahr ist es jetzt her, dass ich mit YouTube angefangen habe. Und ja, ich denke mal, dass ich auch auf jeden Fall weitermachen kann und weitermachen will. Mit eurer Unterstützung geht das auf jeden Fall. Und ich finde es auch klasse, dass ihr mich auch mit der Mitgliedschaft unterstützt. Also kann echt nur weiterhin sagen, arigatou gozaimasu. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Giana bedanken für die tollen Kanal-Badges. Sehen cool aus. Shiba Inu mag ich, auch wenn ich selbst keinen habe. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und einmal Daumen hoch. Ciao, mata ne.